Herzlich willkommen zum ersten Teil unserer Serie über die wichtigsten Charterhäfen Kroatiens. Wir sind für euch die gesamte kroatische Küste entlang gefahren und haben unsere renommiertesten Flottenpartner an den beliebtesten Ausgangshäfen besucht und uns ein eigenes Bild über die Gegebenheiten vor Ort gemacht. In der ersten Folge starten wir im Norden des Landes in Istrien. Unser erster Stopp führt uns gleich in die wohl größte Marina der Region, die für Charterkunden relevant ist. Die Marina Veruda in Pula. Hier haben wir unsere Partner von Pitta und Jadranka getroffen und mit ihnen über den Ausgangshafen und die Besonderheiten vor Ort gesprochen. Es ist eine recht große Bucht hier und die Marina Veruda ist die wohl größte hier in dieser Bucht. Die gesamte Bucht hier ist sehr gut geschützt. Vor allem wenn der Wind aus Süden weht, der sogenannte Jugo, dann kann es hier ganz schön windig draußen werden. Aber hier ist man recht gut geschützt. Dann weht er quasi direkt an uns vorbei. Oder er weht wie ein Fallwind den Berg herunter. Wenn der Wind von Nordosten her weht, also die Bora, dann kommt er eben wieder von Land und auch dann sind wir gut geschützt. Und dann gibt es noch den Wind aus nordwestlichen Richtungen. Wir nennen ihn Nevera. Der kann dann mitunter recht stürmisch werden. Aber auch dann ist es so, dass wir ganz gut geschützt sind, wo wir hier gerade sind. Diese Marina ist viel größer als Stadtmarina. Diese Marina hat großen Parkplatz, was im Stadtzentrum ein Problem ist, weil Stadtmarina befindet sich direkt auf Riva, was wir nennen, und dort gibt es nicht so viele Parkplätze. Die Marina ist jetzt in zwei Zonen geteilt. Eine Zone ist privat-eigene Zone und dann ab Steg 12 bis Steg 18 ist die Charterzone. Direkt in der Nähe vom Pier gibt es 2 Toiletten und eine Dusche. Und das größte Restaurant hier in der Umgebung ist direkt hier in der Marina. Auch einen Nautik-Shop für maritime Bedürfnisse gibt es hier. Dann den Pool, der direkt nebendran ist. In der Nähe vom Restaurant auf dieser Terrasse gibt es ein kleines Supermarkt. Das ist am besten zum Beispiel in der Früh, um für Croissants und für Brot zu kaufen. Also diese einfache Sachen. Aber für große Einkaufen, ungefähr 10 Minuten mit dem Auto, ist große Pula City Mall mit Interspar und DM. Hier am Ende der Marina gibt es auch eine Bushaltestelle und während der Sommersaison fahren die Busse ca. alle 20 Minuten hin und her nach Pula. Zum Flughafen sind es gerade mal 15 Minuten. Dort hinten direkt am Eingang der Marina ist die Tankstelle. Ja, es ist im Endeffekt alles an einem Ort. Also aus meiner Sicht eigentlich perfekt. Die Marina hat eine Länge von insgesamt 1,5 Kilometern. Vor der am Hafeneingang befindlichen Tankstelle kommt es in der Hauptsaison aufgrund der zahlreichen Charterschiffe schnell mal zu Warteschlangen. Bevor wir uns die Stadt Pula noch etwas genauer anschauen, hier noch ein Einblick in die zweite Marina in Istrien, welche wir unter die Lupe genommen haben. Der kleine, aber schmucke Hafen in Poma. Hier haben wir uns mit unseren Partnern von Dream Yacht Charter und Ultrasailing getroffen. Es ist einfach eine schöne Bucht hier. Kunden können hier auslaufen, erreichen die erste Bucht in weniger als einer nautischen Meile. Sie können so das Boot erst einmal richtig kennenlernen und sich nach der langen Anreise gleich erholen. Hey, I got a confession. Been losing all momentum.
Poma ist eine der ältesten ACI-Marinas hier und dieses Gebäude wurde vor etwa 5 Jahren komplett saniert. Diese Marina startete mit 2 Stegen. Nun sind wir schon bei 7, 8 Stegen. Es ist eine ruhige Marina. Eine Marina, in der jeder jeden kennt und sich gegenseitig schätzt und unterstützt. Der Vorteil ist vor allem, dass du direkt von der Autobahn auf die Schnellstraße kommst, welche dann bis zur Marina führt. Du musst also nicht durch die Stadt und den Stau. Der zweite Vorteil ist der, dass man hier gerade mal 10 Minuten vom Flughafen entfernt ist. Wir haben beispielsweise Kunden aus Schweden, Finnland und anderen Ländern, die mittwochs ankommen und mittwochs ihren Rückflug haben. Wenn es möglich ist, verchartern wir auch Mittwoch. Sie kommen mit dem Flieger, wir organisieren den Transfer und bringen sie hierher. Das Boot ist bereit und sie legen ab. Sie kommen zurück, ab in den Flieger und nach Hause. Wenn du hier im Hafen ankommst, fällt dir gleich auf, dass es sich um eine kleine Marina handelt, die jedoch diesen familiären Charme hat. Und vor allem das Wasser hier direkt im Hafen ist klar und sauber. Sobald du quasi auf deinem Boot ankommst, hast du schon das richtige Urlaubsgefühl. Als der Gründer von Dream Yacht Charter, Herr Bonnet, hierher kam, sah er sich in der Region um Pula nach einer geeigneten Stelle für seinen neuen Flottenstützpunkt um. Er war bereits in 3 anderen Marinas, bevor er hierher kam. Als er dann in Poma ankam, kam es wortwörtlich zum Wow-Faktor. Das ist es. Es ist schön, klein, alles ist da. Individuell und nicht industriell. Das war genau das, wonach das Management Ausschau gehalten hatte. Und das war der Grund, weshalb das Projekt schließlich in der ACI Marina Poma umgesetzt wurde. Der wirklich größte Vorteil, von hier aus zu starten, ist der, dass Kunden direkt nach dem Check-in losfahren können und nur nach 10 Minuten bereits Caminhac oder 4 bis 5 Inseln mit tollen Restaurants und schönen Stränden erreichen. Sie können also schon am Samstag rausfahren, baden, den Nationalpark da draußen besuchen und am Abend zurückkehren, um dann am Tag drauf den eigentlichen Turn zu starten. Oder, wenn es das Wetter zulässt, bleiben Sie gleich draußen. Das Erste, was man tun sollte, wenn man seinen Trip hier plant, ist, die Wettervorhersage zu checken. Wenn es richtig schön ist, querst du den Quarner. Dann könntest du beispielsweise für die erste Nacht nach Unie, wo dich 5 oder 6 richtig schöne Buchten mit Sandstränden erwarten. Hier kannst du dann auch entscheiden, ob du ankern oder an eine Boje gehen möchtest. Anschließend kannst du die kleine Insel Susak besuchen, die für ihren sehr, sehr langen Strand bekannt ist. Und dann hast du natürlich Städte wie Maliloshin. Und alles ist gerade mal 1 bis 2 Stunden voneinander entfernt. So kannst du einen wirklich schönen und hochwertigen Urlaub erleben. Und nach beispielsweise Maliloshin kannst du entscheiden, ob beispielsweise Sres oder Raab. Alles ist quasi in der Nähe. Wir haben ein sehr schönes Restaurant, welches mit dem Pool verbunden ist. Du kannst quasi bestellen und dir dein Essen oder deine Drinks direkt am Pool schmecken lassen. Es gibt hier eine große Sanitäreinrichtung und auch einen Waschsalon, wo du deine Wäsche reinigen kannst. All das findest du auf diesen paar 100 Metern, was sehr vorteilig ist. Alles, was du brauchst, ist maximal 2 Minuten entfernt. Du kannst auf der Fahrt einen Zwischenstopp zum Proviantieren einlegen oder wir kümmern uns um die Proviantierung und bringen es dir an Bord. Je nach Bedarf. Medellin ist auch eine sehr alte Stadt, die vor allem bekannt für ihren Tourismus ist. Es gibt dort 3 bis 4 Campingplätze, eine Marina und auch eine Tankstelle für die Yachten, was vor allem auch uns sehr zugutekommt, da unsere Yachten dort zum Tanken können, bevor sie in die Marina zurückkehren.
Medellin zählt ca. 20.000 Einwohner im Sommer. Das ist quasi der letzte Punkt Istriens, bevor man den Quarner quert. Der Quarner ist vor allem bei ambitionierten Seglern bekannt, da er die entsprechenden Windverhältnisse bietet. Daher kommen manchmal sogar die Jungs vom America's Cup zum Trainieren hierher. Mit der eben angesprochenen Marina in Medellin sind wir beim letzten Hafen angelangt, den wir in dieser Region rund um Pula besichtigt haben. Alle 3 Häfen liegen nah beieinander und bieten daher ähnliche Voraussetzungen bezüglich der geplanten Turngestaltung. In Medellin haben wir uns mit AYC getroffen, einem unserer Partner, der zugleich auch der Marinabetreiber ist. Wir hoffen bereits kommendes Jahr eine Bar oder sogar ein Restaurant hier auf der Dachterrasse zu eröffnen. Wir haben in der Marina 85 Liegeplätze. Adriatic Yacht Charter ist das einzige Yachtcharterunternehmen. Es ist schön hier, die Kunden können hier direkt nach Medellin laufen, gerade dann, wenn im Sommer Festivals sind, natürlich dann, wenn es keine Restriktionen gibt, so wie in den letzten Jahren. Wer von Medellin, Puma, der Marina in Veruda oder gar von Pula direkt startet, sollte sich auf jeden Fall auch die Zeit nehmen, einen Ausflug in die Altstadt Pulas zu unternehmen. Die moderne, lebhafte Großstadt Pula bietet nicht nur gute Einkaufsmöglichkeiten, sondern lädt mit vielen lauschigen Gassen, ausgezeichneten Restaurants, geselligen Bars und kleinen Läden Touristen aus aller Welt zum Flanieren ein. Für Geschichtsinteressierte ist Pula als eine der ältesten Städte an der Ostadria mit seinen Museen und Kulturdenkmälern besonders interessant. Die Stadt stand stark unter italienischem Einfluss und wurde auch das Rom Istriens genannt. Ganz besonders deutlich wird das durch seine historischen Bauwerke, wie beispielsweise der Arena, ein antik-römisches Amphitheater. Es bat seinerzeit Platz für bis zu 26.000 Zuschauer und gilt als sechstgrößtes wie eines der besterhaltenen Bauwerke seiner Art. Istrien bietet neben den genannten Häfen natürlich noch einige weitere Marinas. Auf der anderen Seite des Quarners befindet sich die große Marina Punat auf der Insel Krk. Diese ist über eine Brücke zu erreichen. Auch in der Marina Punat haben wir einige Vercharterer, deren Yachten über uns gebucht werden können. Außerdem ist der Hafen Stützpunkt der Into the Blue, einer Segelschule der Blue 2 Group, mit der wir eng zusammenarbeiten. Wer seinen Turn gleich inmitten der Inselwelt und Idylle starten möchte und eine 15-minütige Fähre in Kauf nimmt, startet direkt von Mali Lochin aus. Neben dem Flottenstützpunkt in Veruda hat unser Partner Jadranka auch hier eine Charterbasis. Das ist ja ein wirklich kleines Örtchen. Hier ist nicht so viel Trubel wie in den anderen Häfen. Zudem ist es ein sehr guter Platz, um seinen Turn zu starten. Ja, warum ist das so? Nun, um aus dieser Bucht hier rauszusegeln, braucht man gerade mal 20 Minuten. Sobald du draußen bist, befindest du dich praktisch schon im Urlaub. Nur 8 Seemeilen entfernt befindet sich Susak. Ein perfekter Platz, vor allem für Kinder, da es einen schönen Sandstrand mit einer großen Seichtwasserzone hat. Und es ist bekannt für seinen guten Wein. Nicht weit davon entfernt befindet sich die Insel Ilovik, bekannt als die Blumeninsel. Dort sind keine Autos erlaubt. Dann hast du all die anderen Inseln wie Silva oder Premuda. Alles ist dir sehr nah. Das alles macht es zu einem sehr interessanten Ausgangspunkt.
In der Marina hier ist alles sehr beieinander. Die Tankstelle ist quasi direkt bei den Booten. Auch der Parkplatz ist direkt bei den Booten. Es ist auch nie voll bei den Check-ins. Und wenn man doch mal auf sein Schiff warten muss, weil man vielleicht sehr früh angereist ist, kann man hier gut bei einem Snack oder Lunch im Restaurant entspannen. Hier ist das Restaurant und es gibt hier noch einen Geldautomaten. Und man kann aber auch zum alten Hafen laufen. Das sind zu Fuß gerade mal 3 Minuten von hier. Dort kann man dann auch Geld tauschen. Es gibt dort auch einen kleinen Laden, wo man Wasser, Brot und andere Grundnahrungsmittel kaufen kann. Und außerdem kann man dort seine Parkmünze erwerben. Es ist also alles sehr nah beieinander. Duschen und Toiletten sind in diesem Gebäude hier, an dem wir gerade sitzen. Die befinden sich dort hinten. Von Vorteil ist, dass sie 24 Stunden geöffnet haben. Du kannst also ohne Karte jederzeit rein. Es gibt auch die Möglichkeit, seine Wäsche zu waschen. Waschmaschinen und auch Trockner. Die Münzen hierzu kann man ebenfalls in der alten Marina gleich in der Nähe kaufen. Es sind 20 Minuten Fußweg ins Stadtzentrum. Dort gibt es viele gute Restaurants mit Seafood. Ich liebe es hier. Ich mache das schon seit 10 Jahren und würde es gegen nichts eintauschen. Im zweiten Teil werden wir uns den etwas weiter südlich gelegenen Marinas Kroatiens widmen. Wir hoffen, dass dir das Video gefallen hat und wir dir einen Einblick in diese Region verschaffen konnten. An dieser Stelle gilt unser Dank auch an unsere Partner Garmin, Spreadshirt und Bürstner Wohnmobile, die uns bei diesem Kroatien-Projekt unterstützt haben. Garmin bietet mit seinen Marineprodukten wie Plottern, Smartwatches und mobilen Handgeräten unglaublich viel, wenn es um Technik auf dem Wasser geht. Mit Spreadshirt haben wir einen Partner, der es uns und unseren Kunden ermöglicht, mit nur ein paar Klicks individuelle Crew-Shirts und andere Produkte zu kreieren. Und unser Partner Bürstner stellte uns für diesen Trip das perfekte Gefährt zur Verfügung, welches zugleich als Wohnraum und Büro fungierte. Für weitere Infos zum Thema Yachtcharter melde dich gerne bei uns im Büro. Wir beraten dich nicht nur objektiv und kostenfrei, sondern vermitteln dich gemäß deiner Charterwünsche ausschließlich zu den Flotten unserer Wahl. Für dich als Kunde ist unsere Vermittlungsleistung absolut kostenfrei. Zu einer Vorauswahl unserer Charterangebote kommst du über den eingeblendeten Link im oberen Bildrand oder über die Beschreibung im Video.